man in Treibsand komplett versinken? Und wie hoch ist hierin die Wahrscheinlichkeit zu sterben? In Filmen sieht man immer wieder, wie Menschen in Treibsand untergehen. Und es ist eine absolute Horrorvorstellung, bei einem Spaziergang am Strand im Sand hilflos festzustecken und die rasende Flut auf einen zukommen zu sehen. Aber wie gefährlich ist Treibsand wirklich? Ich habe dieses Naturphänomen für euch recherchiert und diesen Ort gefunden. Der Ort heißt Mont Saint-Michel und ich habe das gerade mal gegoogelt, Leute. Schaut euch mal an, wie schön es dort bitte aussieht. Alter Leute, das sieht doch aus wie das Disney-Schloss höchstpersönlich. Hier soll anscheinend der Treibsand sein. Also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie hinreisen und herausfinden, ob man in Treibsand versinken kann, beziehungsweise wie man dort überhaupt herauskommen kann. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein neues Abenteuer. Let's go. Boah, geil! Richtig nice. Das ist hier irgendwo im Nirgendwo, wirklich. Hier draußen sieht man noch so eine kleine französische Kirche. Hier ist nichts außer Land. Das ist echt schön hier. Um mich auf die Gefahren vom Treibsand vorzubereiten, habe ich am Abend vor dem Jace-Experiment noch ein wenig recherchiert. Und dabei herausgefunden, dass dieses Phänomen tatsächlich mehrere hundert Menschen bereits das Leben gekostet hat. Allerdings der Sand an sich nicht das Problem ist, sondern etwas viel gravierenderes. So Leute, der finale Tag ist gekommen. Ich bin sichtlich nervös. So, wir fahren jetzt los. Ich bin ehrlich zu euch, auf der Fahrt wurde ich immer nervöser. Und das, was ich gestern da gelesen habe, lief mir immer wieder durch den Kopf. Doch dann plötzlich... Oh mein Gott! Schau mal da vorne! Alter! Junge, es ist so unreal, das jetzt gerade zu sehen. Am Fuße des Klosters treffe ich meinen Guide Ludo, der für meine Sicherheit verantwortlich ist. Are you ready to go in the bag? Yeah, I'm perfectly ready. Yeah, really? Oh mein Gott. It's sticky. Okay. Das ist echt sehr rutschig. Das ist noch kein Treibsand. Das ist not quicksand, right? No. Okay. Were there like any incidents or are there happening incidents because of the quicksand here or? Yeah, we have some incidents about the quicksand in the bay. So the legend explained that the pilgrims dead completely fully in the sand. Bereits auf dem Weg zu unserem Selbstexperiment bemerke ich, dass das heute absolut keine einfache Aufgabe wird. Das ist schon mal die erste Stufe, Leute. Oh mein Gott, das ist so eklig. Boah, das ist so schwierig hier rauszukommen. Oh, das geht noch. This one is easy. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, ist das eklig. Oh mein Gott, das ist so gruselig, wenn man da drin ist und weiß, okay, man klingt einfach nur ein. Je weiter wir ins Watt vordrungen, wurde der Boden von Schritt zu Schritt immer weicher, bis mein Guide eine typische Situation bzw. Gefahr für uns demonstriert hat. Oh mein Gott! More you move, Alter. and more you sink. Okay, okay. And then if people help themselves with their leg, with the hand, it's not possible because the hand sink as well. That's why people need to expand this body. Also sagt, ihr geht mit uns zu einer sehr besonderen Art von Treibsand. Das ist der schlimmste Treibsand, meint ihr, glaube ich, vorhin gerade. Macht man anscheinend normalerweise nicht. Wir haben heute Glück. You're gonna see, it's never the same. Ah, okay, okay. Oh mein Gott. Leute, das ist wie eine Matratze hier. Alter! And if we move and dance together like that. Ja, man sieht hier, wie das Wasser schon hochkommt. Leute, jetzt werde ich hier versinken. Yeah. At the beginning, we're gonna sink slowly. If you don't move, nothing happen. Move again. Oh mein Gott. And move again. Ja, ja. Je mehr Panik man schiebt, desto mehr sinkt man hier auch rein. Aber wie funktioniert Treibsand eigentlich? Treibsand wird auch Schwimmsand genannt und sobald sich diese sehr feinen Körner mit sehr viel Wasser vermischen, fängt dieser Sand wortwörtlich an zu schwimmen. Wenn nun jemand versucht, auf dem Schwimmsand zu gehen, schafft es der Sand nicht, das Gewicht zu halten, entweicht und schwimmt nach unten, während das Wasser gleichzeitig nach oben steigt. Dabei entsteht eine Art Saugeffekt, bei dem es schwierig wird, die Füße zu bewegen, man steckt fest und je mehr Panik man schiebt, desto stärker versinkt man. Alter, das ist so eklig, dieses Gefühl. Doch das Versinken an sich ist nicht das einzige Problem, denn viel gefährlicher ist die unerwartete überkommene Flut und je nach Lage des Treibsands auch die Temperaturen sowie die stechende Sonne und in einigen Fällen sogar Tiere wie beispielsweise Schlangen, die eine einfache Beute mit dir im Treibsand haben. Ich habe genau eine Stunde Zeit hier rauszukommen, bis die Flut kommt und ich habe keine Ahnung. Er meint gerade, dass es super gefährlich ist, wenn ich mich noch weiter bewege, weil es dann am Ende wie Zement wird und ich dann gar nicht mehr rauskomme und das kann sich so fest zusammenschnüren, dass am Ende das Blut quasi auch abgekapselt wird und es, ja. Meine Hand sinkt halt auch direkt ein, wenn ich versuche hier rauszukommen. Ich komme hier halt wirklich gar nicht raus.
Kurz damit ihr Kontext habt zu dem ganzen Disney-like Kloster da hinten. Das Ganze heißt Mont Saint-Michel. Da hinten wohnen 45 Menschen insgesamt nur. Das Ganze ist eigentlich ein Kloster und zur Zeit der Französischen Revolution war das Ganze ein Gefängnis, insgesamt 70 Jahre lang. This looks nice. 600 Stufen hier hoch. So, das war's von unserer kurzen Exkursion auf die Burg. Zurück in den Treibsand. Ich bin hier komplett stuck. Mein Tourguide hat mir gerade gesagt, es ist super gefährlich, dass ich überhaupt rauskomme. Deswegen habe ich mir was überlegt. Ich habe auf Instagram eine Story gemacht, wo ihr mir unangenehme Fragen stellen konntet. Und für jede Frage, die ich beantworte, darf ihr mir einen Tipp geben und mir helfen. Folgt mir gerne übrigens auch auf Instagram, um auch mit bei solchen Videos mitzubestimmen, was die Fragen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da auch auscheckt. Okay, erste Frage. Was war dein unangenehmstes Date? Oh, ich glaube, das war, als ich 18 oder 17 oder 18 war. Da hatte ich irgendwie so ein Mädel, die hat nichts mit mir gesprochen. Die war die ganze Zeit so, ich musste die ganze Zeit Fragen stellen, wenn du die ganze Zeit Monolog führst. Das war so extrem langweilig. Ich war so happy, dass ich fertig war. Okay, ich bekomme einen Tipp. Mein Guide versuchte mir eine spezielle Technik zu erklären, um den sandigen Grab zu entkommen. Doch so langsam kickte die Panik rein. Oh, ich kann das Gefühl gerade gar nicht beschreiben, wie eklig das ist. Ich bin hier komplett eingeschlossen in diesem Sand. Also erster Tipp war, ich muss mich hier quasi an die Seite lehnen und muss mein linkes Bein so ein bisschen rotieren, um rauszukommen. Yeah, like that. The small movement and you pull the leg at the same time. But it's so hard. Yeah, because you didn't move a long time. That's why okay. all the waters come and then shit. the sands dropped around your feet and like the cement. That's why I'm going to help you. Oh mein Gott, das ist so eklig. So alone I wouldn't do it, right? Wouldn't be possible. You understand? All the waters comes out. Okay, okay. That's why the sands dropped. It's like cement. Yeah, like cement. That's why I'm moving. Imagine if the tidal boat is driving there. Yeah. We did it together. Yeah. The first time on the Mont Saint-Michel, man. Bei einer Flut ertrinkt man an Ort und Stelle und ich durfte dieses Phänomen in seiner Extremform tatsächlich sogar erleben. Leute, das ist tatsächlich schon nach dem Video, aber wir tun es in die Mitte vom Video, weil wir hier ein extremes Naturwunder gerade sehen. Und zwar kommt hier gerade die erste Flutwelle und das ist eine der außergewöhnlichsten Flutwellen seit langem, weil eben die Ebbe so gering ist. Und genau hier habe ich vor einer halben Stunde noch festgestellt. Wie knapp es dann wirklich wurde, seht ihr jetzt. Okay, so, den ersten beiden haben wir schon mal draußen, Leute. Oh mein Gott. Das ist so fest drin gerade. Also Leute, wenn ihr die Aktion feiert und allgemein solche Videos, dann abonniert gerne den Kanal, liked das Video, um auch die Message so ein bisschen zu verbreiten, falls hier mal in solche Situationen kommen sollte, in so eine gefährliche Situation. Dass so viele Leute wie möglich sehen, vor allem eure Freunde. Teilt es gerne mit denen. Das ist so fest. Mein rechtes Bein ist so fest hier drin. Oh, das ist so unangenehm. Okay Leute, es wird immer knapper von der Zeit, deswegen ich brauche noch eine Frage schnell. Was war das Peinlichste, was du gemacht hast, um jemanden zu beeinrucken? Das Peinlichste, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe meiner ersten Liebe in der 5. Klasse, man konnte in der Schule damals so Rosen versenden und dann habe ich ihr, ich kannte sie nicht, ich habe ihr einfach eine Rose geschickt und das haben dann quasi andere Schüler verteilt und da stand aber mein Name drauf. Und die ganzen quasi parallel Mitschüler haben das quasi gesehen und mich dann, glaube ich, ein Jahr lang damit gehänselt. Das wusste dann irgendwann jeder. Okay, I need a tip, I need help. You get fast. Ja. You know why? Why? The tide is arriving right now. Oh, alleine kommt man hier nicht mehr raus. Vor allem, weil ich hier die ganze Zeit gequatscht habe. Wie Zement, Alter! Ich komme hier nicht raus! Oh ja. Okay. Ja, I can do it. Das schaffe ich jetzt alleine. Oh! Alter, ihr habt's geschafft! I made it! Vielen Dank an Dudu für die Begleitung. Ab sofort werden wir alle 2 Wochen hochladen, deswegen abonniert gerne den Kanal, liked das Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao! Woo! So.